Schuster, bleib bei deinen Leisten. Warum Hanwag bei diesem Schuh nicht bei ihren Leisten geblieben ist und er deshalb so interessant für mich ist, zeige ich euch heute in diesem Video. Heute geht es um den Hanwag Alaska GTX White. Und das Besondere an diesem Schuh ist auch im Namen, nämlich das White. Hanwag hat in seiner Produktpalette nicht nur bei diesem Schuh andere Leisten benutzt. Leisten sind quasi die Holzform, um die der Schuh später gebaut wird. Und gerade ich bei meinen extremen Spreizfüßen habe oft das Problem, dass die Schuhe einfach zu eng sind und extrem lange eingelaufen werden müssen. Bei der Version White habe ich zum Beispiel keine Probleme mehr am Anfang mit dem Schuh mit Blasenbildung, sondern muss ihn fast gar nicht mehr bis gar nicht mehr einlaufen. Den Schuh möchte ich euch halt etwas genauer zeigen, deshalb gehen wir mal von oben nach unten das Ganze ab. Der hat nämlich ein paar interessante Features, die ihn für mich als Alltagsschuh und als Bergschuh so interessant machen. Kurz vorweg, das ist nicht mein erster Hanwag-Schuh. Ich habe auch den Hanwag Banks GTX und den Alaska GTX und der ist ungefähr in der Mitte von den beiden einzuordnen. Der Banks als leichter Wanderschuh und der Alaska GTX als schwerer Bergstiefel und der Tatra in der Mitte als leichter Bergstiefel. Gut, schauen wir uns einmal die Features des Schuhs an. Beim Gewicht wiegt er in der Schuhgröße 42 um die 1,5 Kilo, natürlich als Paar. Das Ganze ist gefertigt im Außenmaterial aus braunem Nubuck-Leder. Und von innen hat er ein Gore-Tex Innenfutter. Was der Alaska GTX dem hier gleich hat, ist einmal der Geröllschutz, der hier bei dem Schuh etwas kleiner ausfällt. Einmal hier vorne in Form der Gummilippe und hinten das Ganze auch nochmal, um das Außenmaterial beim Aufstieg und beim Abstieg besser zu schützen. In puncto Komfort hat der Schuh oben einen Ledereinstieg, der perforiert ist. Das seht ihr hier ganz schön an den Löchern. Das heißt, dadurch wird der Schuh auch nochmal angenehmer beim Ein- und Ausstieg in den Schuh und durch die Löcher gleich mit atmungsaktiv, was das Schuhklima beim Wandern ebenfalls verbessert. Von unten, und jetzt hier, ihr seht, ich habe den auch schon etwas im Gelände getragen, sehen wir die altbekannte Sohle von Vibram, hier mit dem gelben Vibram-Logo. Und hier sehen wir einmal das Schuhprofil mit vorne und hinten den Brems- und Auftrittsstollen, was mir noch bessere Festigkeit im Gelände gibt. Gucken wir uns das Ganze nochmal von vorne an. Da haben wir hier einmal den Zungenhaken. Der ist aber mittlerweile auch Usus bei den meisten hochwertigen Wanderschuhen. Wozu ist der da? Einfach um die Zunge, also das gute Stück am Verrutschen zu hindern, damit sie nicht nach links oder rechts reinrutscht, wie bei einem günstigen Sportschuh und sich an der Seite Druckstellen bilden. Zwei Sachen, die mir ebenfalls an dem Schuh richtig gut gefallen, ist einmal, dass das Modell hier made in EU ist, also er ist auf europäischer Ebene gesehen lokal gefertigt. Und in puncto Nachhaltigkeit habe ich bei diesem Hanwag-Schuh hier auch die Möglichkeit, eine Neubesohlung durchführen zu lassen. Mir wachsen die Schuhe irgendwann ans Herz, wenn ich einen Schuh 5, 6, 7, 8, vielleicht auch 10 Jahre trage, schmeiße ich den ungern weg, weil viele schöne Erlebnisse mit dem Schuh in Verbindung gebracht werden. Und damit ich das nicht machen muss, kann man den Schuh auch neu besohlen lassen. Kommen wir zum Fazit. Für wen ist dieser Schuh was? Da nehme ich mich als bestes Beispiel, der ja auch oft mit dem Banks rumgelaufen ist, wenn es um Gewässerdurchquerung geht. Mal Pfützen, mal etwas ins höhere Gebirge. Da macht der Banks dann irgendwie schlapp. Und wenn ich nicht so ein Schwergewicht wie den Alaska GTX an den Schuhen haben möchte, ist der Schuh das Richtige für mich als Bindeglied zwischen einem leichten Wanderschuh und einem schweren Bergstiefel. Habe ich euer Interesse über den Schuh geweckt, dann kriegt ihr den bei Recon Company. Link wird unten eingeblendet. Habt ihr Fragen zu dem Schuh? Tragt ihr vielleicht selber Hanwag oder ein anderes Modell? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt gibt es nicht weiter zu sagen, als wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und gebt einen Klick auf die Glocke, damit ihr immer über die neuesten Videos Bescheid bekommt. Danke fürs Zuschauen, euer Lorenz.